Hallo, ich bin Patrick von den Coffee Tasters und ich zeige dir heute, wie du den perfekten Kaffee in der French Press brühst. Also bleib einfach dran. Hier siehst du jetzt alles, was du zur Zubereitung eines French Press Kaffees brauchst. Wir verlinken dir das Ganze auch nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir aber mal die einzelnen Teile durch. Wir haben jetzt zum einen natürlich die French Press. Der absolute Klassiker ist zum Beispiel von Bodum aus Glas. Das Schöne ist, dass ihr hier den Brühvorgang wunderbar im Blick habt und es macht auch einfach optisch sehr viel her, diese Variante. Nur beim Saubermachen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr sie nicht kaputt macht. Das ist mir auch schon passiert. Dann gibt es noch Modelle aus Edelstahl oder aus Steinzeug. Die sind nicht ganz so anfällig wie Glas. Der Nachteil ist aber, dass ihr von außen den Brühvorgang nicht beobachten könnt. Ein kleiner Vorteil ist noch, dass sie die Wärme etwas besser halten als das Glas. Dann brauchst du natürlich eine Kaffeemühle, um den Kaffee möglichst frisch zu mahlen. Wir haben hier ein manuelles Modell von Porlex. Du kannst natürlich aber auch eine elektrische Kaffeemühle verwenden. Besonders wichtig sind auch frisch geröstete Bohnen. Für einen French Press Kaffee nehme ich hier sehr gern den Happy Coffee. Der wurde nämlich, wenn er hier ankommt, meistens erst 2 oder 3 Wochen vorher geröstet und das ist im Vergleich zu Supermarktkaffee wirklich sehr, sehr frisch. Dann brauchst du hier noch eine Stoppuhr oder einen Handy-Timer, um die Brühdauer zu messen. Hier vorne haben wir die Küchenwaage, die brauchst du, um am Anfang die Kaffeebohnen abzuwiegen. Dann haben wir hier einen Kunststofflöffel, du kannst aber auch einen aus Holz nehmen, um zwischendurch mal umzurühren. Ihr solltet aber keinen normalen Löffel nehmen, denn der zerkratzt zum Beispiel hier das Glas der French Press. Dann brauchen wir noch einen Wasserkocher. Ideal wäre es hier mit Temperatursteuerung, dass ihr direkt 92 bis 95 Grad einstellen könnt. Und wenn ihr in einer deutschen Großstadt wohnt, dann habt ihr mit Sicherheit auch sehr kalkhaltiges Wasser. Das solltet ihr dann erst durch einen Tischwasserfilter laufen lassen. Ich habe die French Press jetzt mal für euch auseinandergenommen, um euch die Einzelteile zu zeigen. Hier haben wir die metallerne Fassung und innen drin das Glas. Das könnt ihr zum Reinigen ganz leicht entnehmen und es danach wieder einsetzen. Das hier ist der Stempel und deswegen wird die French Press auch manchmal Stempelkanne genannt. Den benutzt ihr nach dem Brühen, um das Kaffeepulver dann vom Kaffee zu trennen, indem ihr den Stempel nach unten drückt. Und das Spannendste ist eigentlich hier unten der Teil. Das hier ist natürlich einfach nur der Deckel. Und hier unten wird das Ganze fixiert. Das Wichtigste ist aber hier das Sieb. Und hier ist besonders wichtig, dass in der Mitte ein kleiner metallener Ring ist, damit das Sieb dort nicht ausfranst. Und auch außen sollte das Ganze hier, sag ich mal, wie umgenäht sein, damit hier außen wirklich nichts ausfranst und damit das Sieb sich auch nicht auflöst auf Dauer. Bei den Modellen von Bodum ist das schon sehr gut gelöst. Und hier dieses Teil mit einer Art umlaufender Feder, das fixiert das Sieb sozusagen am Glas. Und daher ist dann auch dafür gesorgt, dass keine Kaffeepartikel an dem Sieb vorbeikommen und in die Tasse gelangen können. Die gängigsten Varianten sind für 2 große Tassen, hier die 500 Milliliter Version und für 4 große Tassen die 1 Liter Version. Was ihr da aber immer bedenken solltet ist, man sieht es hier unten ganz gut, das ist der Bereich für den Kaffeesatz und es bleibt immer etwas nasser Kaffeesatz zurück. Bei der Variante mit 500 Milliliter erhaltet ihr am Ende ungefähr 450 Milliliter Kaffee. Bei der 1 Liter Variante sind es dann ungefähr 900 Milliliter. Also ihr könnt das nicht 1:1 umrechnen. Diese 500 Milliliter beziehen sich wirklich nur auf das Fassungsvermögen und nicht auf den Kaffee, den ihr am Ende erhaltet. Ganz oft taucht dann auch die Frage auf, kann ich denn in einer größeren French Press ab und zu auch mal eine Tasse nur brühen? Und die Antwort ist eigentlich ja. Der Unterschied ist halt, dass dann hier unten natürlich auch weniger Kaffeepulver drin ist und dann am Ende beim Ausgießen hier unten auch noch mehr Wasser drin ist und das Kaffeepulver aufwirbelt. Aber wenn ihr dann am Ende beim Ausgießen schön vorsichtig seid, dann wird auch kein Kaffeepulver ausgeschwemmt
Und ihr könnt dann auch mal die 500 Milliliter oder die 1 Liter Variante nur für eine Tasse verwenden. Damit du genau siehst, wie es funktioniert, brühen wir jetzt gemeinsam einen Kaffee in der French Press. Als erstes werde ich jetzt die Kaffeebohnen abwiegen. Bei der French Press verwende ich immer 60 Gramm Kaffeebohnen auf 1 Liter Wasser. Wenn du eher einen milderen Kaffee magst, dann würde ich hier nur 50 Gramm je Liter empfehlen. Wenn du einen sehr starken Kaffee möchtest, kannst du 65 bis 70 Gramm Bohnen verwenden. Wir haben hier eine 500 Milliliter French Press, daher werde ich jetzt 30 Gramm Bohnen verwenden. So, und das Ganze wiegen wir jetzt mal ab. Als nächstes koche ich jetzt das Wasser für die French Press. Wenn es bei dir, wie auch bei mir hier, sehr kalkhaltiges Wasser gibt, dann würde ich empfehlen, das auf jeden Fall vorher erst durch einen Tischwasserfilter laufen zu lassen. Für Kaffee sind nämlich 7 bis 8 Grad deutscher Härte ideal. In den meisten Städten liegt es aber sogar über 15 Grad. Das Filtern ist besonders wichtig, weil der im Wasser enthaltene Kalk den Säureanteil im Kaffee reduziert und damit auch das Aroma verfälscht. Die perfekte Brühtemperatur liegt zwischen 92 und 96 Grad. Ich benutze hier einen Wasserkocher mit Temperatursteuerung und stelle das Gerät daher genau auf 95 Grad ein. Falls ihr einen normalen Wasserkocher habt, dann wartet ihr einfach 1 bis 2 Minuten, nachdem das Wasser gekocht hat. Auf keinen Fall solltet ihr das Kaffeepulver mit kochendem Wasser überbrühen, denn dann verbrennt es regelrecht und es werden sehr viele Bitterstoffe freigesetzt. Das Wasser darf aber auch nicht kälter als 85 Grad sein, denn sonst wird euer Kaffee sauer. Und jetzt, während das Wasser kocht, ist der ideale Zeitpunkt, um die Bohnen zu mahlen. Dazu brauche ich jetzt dann natürlich meine Kaffeemühle. Ich habe hier die manuelle Mühle von Porlex. Für die French Press braucht ihr immer einen relativ groben Mahlgrad. Meine Kaffeemühle hier hat jetzt 15 Stufen und empfohlen werden die Stufen 12 und 13. Also die relativ groben Stufen. Wenn ihr jetzt eine Mühle mit zum Beispiel 30 Stufen habt, dann solltet ihr jetzt ungefähr die Stufen 25 bis 27 verwenden. Also je nach Anzahl der Stufen immer im gröbsten Viertel aller Mahlgradstufen. Bei meiner Mühle stelle ich jetzt hier mal die Stufe 13 ein. 10, 11, 12, 13. Jetzt nehmt ihr einfach oben den Deckel ab und füllt die Bohnen per Hand ein. Das geht, finde ich, immer noch am leichtesten. Das Gute ist hier, die Porlex fasst genau 30 Gramm Kaffeebohnen, ist also perfekt geeignet für eine 500 Milliliter French Press. Dann setzt ihr den Deckel wieder auf und positioniert den Hebel. Und dann kann das Krafttraining auch schon losgehen. Wenn ihr dann keinen Widerstand mehr spürt, wisst ihr, dass ihr fertig seid. Wie ihr hier seht, ist das Kaffeepulver relativ grob gemahlen und so genau richtig für die French Press. Es darf auf keinen Fall so fein gemahlen sein wie für Filterkaffee. Das hat zwei Gründe. Denn zum einen würden die feinen Kaffeepartikel durch das Metallsieb in den Kaffee gelangen und zum anderen hat das Wasser bei der French Press ziemlich lange Kontakt mit dem Kaffeepulver. Wenn das Kaffeepulver jetzt zu fein ist, werden noch ungewollte Bitterstoffe aus dem Pulver gelöst und der Kaffee wird am Ende sehr stark und bitter. Für einen Filterkaffee bräuchtet ihr natürlich einen feineren Mahlgrad, denn hier hat das Wasser deutlich kürzere Kontaktzeit. Und nun gebe ich das Kaffeepulver in die French Press.
Dafür füllen wir ungefähr 1/3 des Wassers in langsamen, kreisenden Bewegungen zu. Dabei saugt sich der Kaffee mit Wasser voll und wird optimal auf die Extraktion vorbereitet. Anschließend rühren wir ein paar Mal um und starten die Stoppuhr. Nach etwa 30 Sekunden geben wir das restliche Wasser in kreisförmigen Bewegungen zu. Während dem Aufgießen blubbert es immer wieder ein wenig und es entweichen die im Kaffee gebundenen Gase. Je mehr Gase entweichen und je mehr es blubbert, desto frischer ist der Kaffee. Ihr seht schon, so ein Wasserkocher mit Schwanenhals ist perfekt geeignet, um schön gleichmäßig zu überbrühen. Mit ein bisschen Übung bekommt ihr das aber auch mit einem normalen Wasserkocher hin. Als nächstes setzen wir jetzt ganz vorsichtig den Stempel oben auf und verschließen die Ausgussöffnung, damit möglichst wenig Hitze entweicht. Wir drücken den Stempel aber noch nicht nach unten. Jetzt drücken wir den Stempel langsam und gleichmäßig nach unten. Falls es bei euch ein bisschen klemmt, dann zieht den Stempel nochmal leicht nach oben und drückt dann erneut nach unten. Das liegt meistens an einem zu feinen Mahlgrad. Versucht das nächste Mal einfach einen gröberen. Wie ihr seht, befindet sich jetzt der gesamte Kaffeesatz auf dem Boden der French Press. Nachdem die Brühdauer von 4 Minuten um ist, solltet ihr den Kaffee dann aber auf jeden Fall umfüllen, denn sonst geht die Extraktion weiter. Wenn das Kaffeepulver weiterhin in Kontakt mit Wasser ist, werden irgendwann dann auch ungewollte Bitterstoffe gelöst und der Kaffee schmeckt dann nicht mehr so gut. Meiner Meinung nach schmeckt der Kaffee aus der French Press immer ein wenig stärker als aus der Filterkaffeemaschine. Aber das ist bekanntlich Geschmackssache, deswegen probierst du das Ganze am besten selbst aus. Im Vergleich zu einem Papierfilter lässt das Metallsieb der French Press mehr Öle und auch feine Kaffeepartikel hindurch. Man kann es vergleichen mit einem naturtrüben Bier. Daher würde ich die French Press allen empfehlen, die gerne einen starken und intensiven Kaffee trinken. Zum Reinigen müsst ihr die French Press dann auf jeden Fall komplett auseinandernehmen. Dafür entfernt ihr das Glas und daraus dann auch den zurückgebliebenen Kaffeesatz. Ein bisschen aufwendiger ist die Reinigung des Stempels hier unten. Und daher gibt es einen kleinen Trick, den ich jetzt auch meistens mal anwende. Und zwar schraube ich das Ganze zu ungefähr 2/3 los, dass zwischen den einzelnen Teilen auch schon ein bisschen größere Lücken entstehen und spüle dann dort ordentlich mal mit Spüli durch. Dann könnt ihr eigentlich einen Großteil des Kaffeepulvers auch so entfernen. Spätestens alle 2 bis 3 Tage würde ich dann aber das Sieb wirklich komplett entnehmen und auch gründlich reinigen. Ich hoffe, dir hat das Video zur French Press gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne deinen Daumen da. Und falls du noch offene Fragen hast, dann schreib einfach einen Kommentar. Wenn du auf der Suche nach weiteren spannenden Videos zum Thema Kaffee bist, dann besuche einfach unseren Kanal oder die Website coffee-tasters.de.